Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung durch den Taschengelddieb entstanden. Nutzt doch gerne den Link in unserer Videobeschreibung und schaut bei deren Shop vorbei. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Und wie wir es natürlich schon angekündigt haben, geht es heute zur Sache. Genau. Wir packen die Box aus, die wir von den Jungs und Mädels vom Taschengelddieb bekommen haben. So sieht's aus. Da geht auf jeden Fall nochmal ein dickes, fettes Dankeschön raus. Dickes, fettes Dankeschön raus, dass die uns hier unterstützen. Richtig, genau. Ja. Und ich walte meine anderes. Ihr seht, die ist noch hier komplett verschweißt. Jungfräulich sozusagen. Ja. Und macht da Kratzeinigung. Nochmal Taschengelddieb, der tun wir mal hier zur Seite. Und dann schauen wir mal. Was wir hier bekommen haben. Ich wollte gerade sagen, mach nicht deine Miniaturen platt. Hier merkt man auf jeden Fall, dass ordentlich was drin ist. So, was haben wir da Feines? Das obligatorische englische Mini-Handbuch. Taschenbuchformat. Taschenbuch Kenne ich sogar. Das gibt es im Deutschen, glaube ich, gar nicht. Oder ich habe noch kein Deutsches davon gesehen. Das ist natürlich das Englische, weil wir haben die englische Box hier vorne. Dementsprechend haben wir das Kleine. Das ist natürlich sehr schön, aber für mich mit meinem Alter schon sehr schwierig zu lesen. Da braucht man schon hier das gute alte Spekuliereisen dabei. Ja. Aber um mal eben was nachzugucken, ja. So für die Hand ist das irgendwie. Genau. Ich weiß gar nicht, ob das in der deutschen Box mit dabei ist. Diejenigen von euch, die sich natürlich die deutsche Box kaufen. Früher war es immer ein Hardcover-Buch, das Originale, was dabei war. Ob das heute noch so ist, das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich noch keine deutsche Box gesehen habe. Aber an sich finde ich das Kleine immer so, wenn man unterwegs ist, mal eben was nachzuspekulieren. Genau, das ist schon total gut. Vom Format her gefällt mir das eigentlich ziemlich gut. Genau. Ja, nicht schlecht. Ja, das fand ich auch schon immer da gut, wenn man die englische Boxen hatten. Ich hatte bisher immer, wenn ich eine Starterbox hatte, immer nur eine deutsche. Dementsprechend habe ich das nicht. Ich kannte es gar nicht, ich wusste es gar nicht. Ich dachte, das ist genauso. Nein, ja, also ich kannte es, aber okay. Das ist schon ziemlich cool. Genau. Dann auch was sehr wichtig ist natürlich für alle von euch, die neu einsteigen, so ein bisschen Erklärung, ein bisschen Hintergrund, ein bisschen wie bemale ich meine Figuren, die Bauanleitungen sind da drin. Genau, richtig. Das ist halt so ein kleines Büchlein, wo es zur Sache geht, wo man sich ein bisschen mit der ganzen Materie vertraut machen kann. Ganz wichtig. Das ist auch nur in den Starterboxen drin, das heißt, es gibt es gar nicht so. Ja, das habe ich bisher noch zu der Band of Brothers Box für die Normandie gesehen und auch in der Island Assault Box, wo es in den Pazifik geht, da ist auch so ein Buch mit drin. Okay. Genau, die haben sich natürlich auch verbessert. Das hier ist schon sehr, sehr gut. Das Band of Brothers war noch relativ einfach gestrickt. Da finde ich das schon, das hat sich sehr gut entwickelt. Vor allem, weil, wie gesagt, auch die Bauanleitung und die Bemalanleitung mit drin sind, mit Farbvorschlägen und allem Schickimicki. Finde ich total super gemacht. Genau. Das ist auf alle Fälle eine Empfehlung. Das solltet ihr euch auf alle Fälle ganz in Ruhe zu Gemüte führen. Genau. Hinten drauf ist noch im Übrigen eine Regelzusammenfassung. So eine, mit den wichtigsten Tabellen, die man fürs Spielen braucht, die als Trenner zwischen den entsprechenden Miniaturen und Würfeln und hast du nicht gesehen, auch nochmal drin ist. Und zwei obligatorische, ich hätte jetzt fast gesagt Holzlineale, aber sie sind nur Holz gedruckt. Dementsprechend hat man sogar, wenn man starten möchte und hat kein Inch-Maßband, ist ja nicht jeder Zollstock oder jedes Maßband hat eine Inch-Einteilung mit drauf. Dementsprechend auch super, hier kann man sofort starten, weil man entsprechend also die ist wirklich dann so ausgelegt, dass man wirklich alles hat, ohne dass man sich jetzt nochmal was dazu kaufen müsste. Genau. Notfalls, wenn euch das nicht zusagt, kann man natürlich auch 2,5 cm jedes Mal abmessen. Ein Inch hat ja 2,541 oder sowas. Zentimeter, genau. Also 2,5 ist immer das, was wir dann messen, wenn wir mal gerade was anderes zur Hand haben. Dementsprechend, ja, eigentlich eine coole Sache, dass das überhaupt da reinkommt. Ich lege es mal unter den Tisch.
Zack. Weg damit. Genau. Dann das, was ja schon jetzt, glaube ich, schon 1 oder 2 Jahre. Oh, das gibt schon länger. Das gibt es bestimmt schon 5 Jahre mittlerweile. Ja. Sicher, die Fahrzeugkarte. Die Fahrzeugkarte gibt sie doch schon so lange jetzt? Ja. Also ich kenne sie schon ganz definitiv nicht, ne? Nein, aber okay, so lange ist auch schon ein bisschen länger. So lange ist es aber auch noch nicht her. Auf jeden Fall habt ihr da von den Fahrzeugen, die jetzt hier dabei sind, diese Karten, zum Beispiel für die Deutschen, gibt es anscheinend auch 2 Versionen von dem das 222 und das 223 ist damit baubar. Genau, da habt ihr dann auch praktisch für beide Versionen die Karten und dann halt für den haben wir den alles, genau, der ist auch in 2 Varianten zu bauen, als Mark II und Mark IV. Okay, aber da genau, habe ich trotzdem nur eine. Ja, das ist nur eine Karte, aber ich glaube, das ist eine Ausrüstungsoption. Ne? Ah ja, okay. Genau. Damage-Marker sind auch immer ganz wichtig. Ich weiß noch, du hast früher sogar mal welche gebaut, die geleuchtet haben. Ja, mit so einem Teelicht, aber die reichen vollkommen aus. Wir benutzen mittlerweile nur noch die Watte, um entsprechende Schäden darzustellen, ob es kaputt ist, ob es brennt oder der Brand aufgehört hat. Kann man entsprechend ein bisschen Watte drauf machen, aber das werdet ihr alle noch lernen. Wenn wir zu Regeln und Co. kommen, dann werden wir das zeigen. Ja, dann sind nochmal Damage-Marker drin, sehe ich gerade. Also 2 Fahrzeuge, 2-mal Damage-Marker. War früher auch nicht, da war es nur einmal drin. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und dann haben wir 2 verschiedenfarbige Würfelfarben. Einmal die grauen und einmal die britischen Farben. Das heißt die britischen Farben. Also im Grunde genommen gibt es ja mehrere verschiedene Farben. Bei uns ist es jetzt der große Zufall, dass die grauen immer der Hass benutzt und so ich natürlich genau diese hellgrünen habe und dementsprechend das passt. Genau. So dass ihr dann praktisch dann natürlich im Würfelbeutel das unterscheiden könnt, wer dann letztendlich gezogen wird. Genau. Dann immer eine nette Geschichte, ist eigentlich zu Reklamationszwecken gedacht, aber ich finde es immer nett, dass man sieht, wer die Packung gepackt hat. Mirella, Dankeschön. So, kommen wir jetzt schon mal zur Kern von der ganzen Geschichte. Genau. Wir haben in dieser Box generell mal zusammengefasst, diesmal eine sehr ausgeglichene Kombination. Das heißt, wir haben 2x24 Miniaturen, also 24 für jede Seite und für jede Seite ein relativ gleichwertiges Fahrzeug. Also da muss man sagen, dementsprechend sind hier die Baurahmen drin. Die sind erstmal, es sind halt keine Modellbau-Baurahmen, aber es sind fürs Wargaming genau gemachte Fahrzeuge, die sehr gut zusammengebaut werden können und auch sehr schön bemalt werden können. Also da muss man echt sagen, mit den Plastikbausätzen macht man nie was falsch. Das stimmt und man muss jetzt glaube ich auch sagen, das Sonderkfz 222 für die Deutschen gab es so aber auch immer nur als Zinn-Fahrzeug. Als Resinfahrzeug. Oder als Resinfahrzeug später dann, aber nicht als Plastik. Genau, aber ich gebe das 222 mal, weil das ist schöner zu zeigen dann. Das scheint hier glaube ich auch, das ist ein bisschen dunkler, ne? Das sind verschiedene Bausätze, das sind 2 verschiedene Hersteller. Ich glaube, das ist Italeri, genau. Wenn ich jetzt mal sagen würde. Und ich glaube, das hier ist ein Warlord-eigener Fußrahmen, so wie das aussieht. Weil diese Fahrzeuge gibt es zumindest beide jetzt aktuell nur in der Box, ne? Die gibt's noch genau, die sollen einzeln kommen, habe ich gerüchterweise gehört. Ich meine, das ist keine fundierte Aussage, aber auf diversen Kanälen wurde das schon behauptet. Dementsprechend gehe ich davon aus, werden die bestimmt auch irgendwann einzeln verfügbar sein, aber im Moment nur in der Box. Nur in der Box, genau. Ja, das gleiche halt entsprechend hier von dem englischen Fahrzeug, der hat 2 Gussrahmen, der Deutsche hat glaube ich noch einen, ne? Oder? Auch 2. Auch 2, okay. Ja, hier sieht der Baurahmen ein bisschen kompakter aus, aber das ist ja eigentlich egal. Genau, also sehen sehr gut aus, vom Guss auch sehr gut. Da muss man echt sagen, macht Warlord auch einen relativ guten Job. Genau, kann man sich eigentlich auch nie beschweren. Genau. So. Ja, dann kommen die Miniaturen. Da sind wie gesagt 24 Stück. Ne? Genau, da haben wir einmal die 8. Armee, das sind die englischen mit entsprechenden Köpfen und Körpern. Kannst du hier wieder für die ganzen Kolonial. Genau, da sind einmal Köpfe für Schotten dabei, dann die ganz normalen britischen Truppen mit Helmen,
Ja, und hier möchte ich mir jetzt keine Aussage zu leisten. Das eine sind Inder, das andere sind Sikh. Ich weiß aber nicht genau, wer was ist. Damit habe ich mich nicht so genau befasst, aber das finden wir noch raus. Also die Köpfe, es gibt einmal diesen 8. Armee-Gussrahmen und es gibt noch den Commonwealth-Gussrahmen. Richtig, ja. Den habe ich auch noch zu Hause. Die werde ich auch beide vorstellen, damit ihr einen Überblick habt, was für Miniaturen ihr mit welchen Baurahmen hinterher bauen könnt, wenn es später mal an die Erweiterung geht. Dementsprechend haben wir hier jetzt von der 8. Armee die Figuren drin, die auch echt sehr detailliert sind. Der große Vorteil bei der 8. Armee, und ich glaube bei dir auch, sind immer noch 2 Unterstützungswaffen mit drin. Sprich, man kann aus den Baurahmen einen leichten Mörser als auch eine Antitank an, die sehr viel in der Wüste am Anfang des Krieges benutzt wird, bauen. Das ist schon mal ganz schön, da muss man dafür nicht extra noch irgendwie in die Tasche rein. Genau. Das sind die alle jetzt Engländer, genau, die würde ich dir mal. Das sind im Prinzip jetzt 4 Rahmen, wenn ich das richtig Genau, das sind 4 Rahmen Engländer. Und 4 Rahmen, Deutsche. Die habe ich persönlich zum Beispiel auch noch nie gesehen, das Afrika-Korps. Okay. Aber ich glaube, die haben auch mittlerweile, wie die Engländer, die festen Arme. Genau. Früher musste man immer. Genau. Bei den früheren Bausätzen hatten wir immer das Problem, dass wir einen einzelnen rechten Arm, einen einzelnen linken Arm und eine Waffe hatten. Und die musste man immer mit 3 Armen und 4 Fingern und der Nase am besten noch fixieren. Dass das irgendwie gehalten hat. Dann genau, dass das irgendwann gehalten hat. Das ist jetzt schon deutlich einfacher dann halt zu bauen. Also gerade für jemanden, sage ich mal, der jetzt auch vorher keine Berührung mit Modellbau hatte, dem fällt das dann deutlich leichter, wie es halt mit den früheren Rahmen gewesen ist. Was ich hier ganz gut finde jetzt bei den Deutschen ist auch, dass man trotz alledem viele Köpfe zur Auswahl hat. Ne? Man hat jetzt hier zum Beispiel die ganzen Tropenhelme. Also die ist ja am Anfang nur am Anfang gab es ja nur diese Ausrüstung. Diese Tropen. Aufgrund der Kolonialzeit auch, die noch nicht allzu lange her war, hat man sowas halt noch ausgerüstet. Und später kam ja hier auch der obligatorische Stahlhelm dazu, dann diese Feldkappen, Schirmmützen und man hat hier auch Tücher vor dem Mund und sowas. Also man hat auch hier, genau wie bei den Briten, viele Möglichkeiten, sich da seine Miniaturen individuell zusammenzubauen, bis halt auf die Waffenarme. Es ist klar, das sind wahrscheinlich dann 4 Soldaten immer wieder von den Armen halt identisch. Ne? Es ist meistens so, immer 4 Soldaten. Ähnlich. Ja, du kannst ein bisschen variieren. Mit den Beinen dann natürlich wieder eine andere Pose geben. Also man kann auf jeden Fall sehr viele individuelle Soldaten letztendlich bauen. Ne? Das definitiv. Aber schön, ne? Aber die haben alle auch lange Hosen, so wie ich das sehe. Ne? Kurze Hosen gibt es hier nicht. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ne? Gerade bei der Geschichte mit den Tropenhelm. Ja, da gab es eine kurze Hose, da gebe ich dir recht. Kurze Hose und auch Feldbluse mit ohne lange Ärmel. Ja gut, wir müssen jetzt mal sehen, wir haben hier einen generischen Gussrahmen. Ne? Das bedeutet, wir haben im Grunde genommen 6 Körper. Ja. Und entsprechend haben die halt wahrscheinlich da nicht alle Optionen machen können. Klar, wenn du jetzt eine Figur davon oder 2 davon mit kurzen Hosen gemacht hättest, hättest du das Problem, dass es immer die gleichen Figuren gewesen sind. So haben sie sich wahrscheinlich für Hosen entschieden. Was man natürlich als volle Alternative zu den Engländern haben muss. Gibst du mir mal einen von den Rahmen? Die haben nur kurze Hosen, ne? Die haben alle nur kurze Hosen. Genau, ja. Also das ist genau der Gegenpart. Ja gut, vielleicht ist es auch so ein bisschen konzipiert, dass man dann doch da auch ein bisschen eine direkte Unterscheidung hat. Das ist eine Mutmaßung, weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben auch alle lange Ärmel, ne? Also es ist wirklich, wie du sagst, keine Feldbluse. Ah doch, Moment, hier ist ein hochgekrempelter Ärmel. Na gut, den hast du, sag ich mal, in den normalen Boxen auf europäischen Schlachtfeldern ja auch immer wieder, dass einer hochgekrempelte Ärmel hatte. Ne? Aber ein super Grundstock, damit kann man wirklich was anfangen. Wir haben es auch schon mal zusammengerechnet, so wie wir die Armeen nach den Informationen hatten, was halt an Miniaturen drin sind es ungefähr 500 Punkte für jede Seite, die wir zusammenbauen. Ja, hast du ungefähr. Als reguläre Truppe. Ja. Dementsprechend.
Was das noch bedeutet, werden die Anfänger später natürlich alles noch erfahren. Es gibt verschiedene Druckqualitäten und dementsprechend kosten dann die Miniaturen, die man aufstellen möchte, auch verschiedene Punkte. Ja. Genau. Das würde ich sagen, das waren die Deutschen. Ich gebe dir dann vielleicht auch mal diesen Baurahmen noch darüber, weil irgendwie sieht das alles aus. Komplett. So, als nächstes haben wir dann die guten alten Pin-Marker. Das sind Marker, die man benutzt zum Anzeigen, ob jemand beschossen oder unter Beschuss ist. Dementsprechend sind hier, ich einmal zählen, 3, 6, 9, 12 Pin-Marker drin. Die haben unten immer noch so ein Rädchen, da stehen so ein bisschen Nummern drauf. Dementsprechend kann man die hochzählen. Wenn man die vernünftig sehen will auf dem Spielfeld, muss man die bemalen und ein bisschen entsprechend hoch highlighten, also so ein bisschen hervorheben, die Zahlen, weil sonst ist das nicht spielbar. Ja. Viele stellen für jeden einzelnen Pin so ein Ding hin oder legen halt einen Würfel und zählen hoch, weil man mehrere von diesen Pin-Markern bekommen kann. Genau. Eigentlich finde ich die besser als für ausgeschaltete Fahrzeuge oder sowas, finde ich die deutlich besser. Ja. Oder wir benutzen ja auch schon mal Artillerieschläge oder sowas. Ja. Genau. Das kann jeder machen, wie er will. Ja, ansonsten sind hier noch die obligatorischen Bases drin. Genau. Die natürlich immer dabei sein müssen, weil die Figuren ja nicht von selber stehen, müssen sie entsprechend auf Plastikbasen gestellt werden. Und das ist im Grunde genommen das Standardprodukt, was immer dabei liegt. Das sind so Lippenbases, da kann man so ein bisschen Füllung hinterher mit reinmachen. Für die liegenden dann entsprechend die länglichen Bases und für die stehenden Figuren die ganz normalen 25 mm Rundbases. Ja. Genau, davon sind 50 Rundbases und 8 von den länglichen dabei. Genau. Also das reicht auch genau, weil in jedem Rahmen, Deutsch als auch Englisch, ist genau eine liegende Figur, das heißt 8 Stück sind genau richtig. Also jetzt für einer mit einer Panzer. Aber es sind zum Glück ein paar von den anderen zu viel dabei. Das sind. Ja, last but not least. Oder doch least, ja, ist egal. Haben wir hier noch eine Schablone, die ihr später zum Spielen braucht, entsprechend. Im Gussrahmen. Das eine sind ja hier im Prinzip die Verwundungsmarker, glaube ich. Zustandsanzeige. Oder Zustandsanzeige ist das ja. Genau. Wir haben die auch. Wir haben die nie eingesetzt. Das ist, da sind Anzeiger bei, die kann man an Fahrzeuge legen, wenn ein Fahrzeug lahmgelegt ist, wenn der Turm nicht mehr sich bewegen kann. Irgendwelche Artillerieschläge-Sachen für versteckte Einheiten. Das sind so Merkmarker, die dabei sind. Die kann man gerne einsetzen. Die werden wir auch beim Spielen auf alle Fälle für euch zeigen und auch einsetzen, damit ihr wisst, wie man damit umgehen muss. Aber wie gesagt, wir haben sie bisher nicht eingesetzt, aber natürlich, die gehören zur Packung dabei und wir werden sie auch benutzen, damit ihr wisst, wie das funktioniert. Genau. Ja, ganz wichtig hier oben. Die Schablone. 1 Zoll, 2 Zoll, 3 Zoll und 4 Zoll gibt es als entsprechende schwere Waffen, die einen Wirkungsradius haben und damit kann man das abmessen. Genau. Wir haben ja hier so ein bisschen schon ein Gefecht aufgebaut. Genau. Ich nehme hier die Packung einfach mal zur Seite und dann kann man entsprechend anzeigen bzw. merken, wie viele Figuren halt darunter sind. Genau. Und dann entsprechend Schaden bekommen. Ja. Und das ist alles in der Box. Ich gerade sagen, das war's. Fehlt dir das war's nicht? Ich habe noch was gefunden. Okay. Aber ich glaube, das hat keine Bewandtnis. Nein. Fehlt dir denn jetzt persönlich noch was in der Box? Oder meinst du, damit können jetzt 2 Leute, die starten, rundum glücklich werden? Oder brauchen die noch was jetzt? Nein, zum Starten reicht das vollkommen gut. Okay, man braucht natürlich noch was, stimmt nicht. Ein Pinsel, ein paar Farben, Kleber. Das stimmt. Genau. Das sind so die Sachen, die man dabei kaufen muss. Natürlich nicht dabei. Aber wenn 2 Freunde oder 2 Bekannte oder 2, was weiß ich nicht, das darf man ja gar nicht mehr sagen, ne, Freunde. Du musst ja Freund, Doppelpunkt innen sagen. Ja, genau. Ja, genau. Wir wollen hier auch, wir wollen auch genau bleiben. Also wenn
wenn zwei Menschen, genau, egal welcher Konfession oder Art oder was weiß ich nicht, entscheiden, dieses Spiel zu spielen, dann ist das genau richtig für zwei Personen damit anzufangen. Genau. Die Figuren, die hier vorne stehen, das sind natürlich jetzt Figuren, die wir entsprechend schon fertig haben. Das ist nur zu Dekozwecken. Das ist also nicht das, was in der Box drin ist und das ist jetzt schon fertig. Ja. So schnell sind wir nicht. Das sind Sachen, die wir schon mal angemalt haben. Dementsprechend haben wir hier eine schöne Kanone der Deutschen. Sowas ist natürlich jetzt nicht in dieser Packung. Wir haben einen Panzer, wir haben einen Brenncarrier. Das sind alles so Sachen. Da werdet ihr mit uns lernen, was das für Fahrzeuge sind, wofür man die einsetzen kann, wenn wir über Armeen hinterher sprechen und Gedanken machen. Aber vorm Zug werden wir jetzt in den ersten Teilen unseres neuen Projektes darüber sprechen, was man mit dieser Box jetzt praktisch machen kann. Ne? Gib mir doch mal den Deckel, das sieht viel besser aus. Genau. Was wir damit machen können und führen euch einfach da mit ran, was ihr mit dieser Box machen könnt und wie ihr da miteinander spielen könnt. Genau. Ja, also wir gehen die mit euch einmal komplett durch, von A bis Z so gesehen. Und dann können wir im Prinzip ja auch euch erzählen, was dann im Anschluss passiert. Ne? Wenn wir mit dieser Box, also das ist bei uns, sage ich mal, die Staffel 1. Genau. Was ihr bei uns dann auf dem Kanal sehen werdet. Ne? Also das Bauen, Bemalen, Spielen, was man mit dieser Box machen kann. Das ist die erste Staffel, die erste Staffel, uns ausgedacht haben. Genau. Wo wir zusammen mit euch das Projekt hier einmal durchgehen. Und dann in der Staffel 2, was passiert dann? Dann wollen wir eigentlich das Ganze erweitern. Ne? Also wir haben ja jetzt hier eine bestimmte Punktzahl und das ist, sage ich mal, nicht die Punktzahl, die man standardmäßig spielen würde bei einem normalen Gefecht, sondern das wären halt 1000 Punkte. Das ist jetzt die normale Spielgröße für jede Armee und die würden wir gerne ergänzen und dann entscheiden wir uns, wie wir das halt ausbauen, mit welchen Einheiten. Ich als britischer Spieler werde das dann machen mit einer sogenannten Armeebox. Jetzt sieht mich keiner mehr. Das ist gut. Nein, ich gucke mal hier um die Ecke. Mit einer sogenannten Armeebox. Da sind entsprechende Einheiten drin. Bis zu 1000 Punkte meistens sind die ausgelegt. Das ist meistens eine sehr gute Mischung von Einheiten, die man zum Spielen benötigt. Richtig. Und der Chris wird das etwas anders handhaben. Genau. Also du wirst individuell dir eine Armeeerweiterung aussuchen. Genau, weil wir hatten den Ansatz einmal, dass man sowas mit so einer Box erweitern kann. Sehr gut. Ja. Um dann halt auf Turniergröße, schräger Standardspielgröße zu kommen. Und das gleiche kann man natürlich machen, indem man sich individuell kleinere Boxen kauft. Diese Armee-Packungen haben meistens einen Preisvorteil, das muss man dazu sagen, aber man ist nicht ganz so individuell, weil da halt eine bestimmte Anzahl von Miniaturen drin ist, die man vielleicht nicht immer benötigt. Genau. Sprich, hier sind jetzt zum Beispiel die gleichen Gussrahmen wieder drin, wie die wir da schon liegen haben, das heißt die von der 8. Armee. Wenn man natürlich jetzt andere Köpfe haben möchte, müsste man gucken, dass man sich entsprechend die Commonwealth Box kauft. Sprich, da sind andere Köpfe drin. Australische, neuseeländische Hüte sind da, glaube ich, drin und sowas sind halt andere Köpfe drin. Die Figuren an sich sind die gleichen. Aber je nachdem, was man für eine Armee aufstellen möchte, wo man hin möchte, muss man da halt so ein bisschen variieren. Das lässt jetzt diese britische Armeebox nicht zu. Genau. Dementsprechend wollen wir da halt mal über den Tellerrand gucken und wie man das individuell auch zusammenstellen kann. Genau. Ja. Auch nicht immer die Fahrzeuge, die da drin sind, entsprechen den Vorstellungen von jemandem. Deswegen, richtig. Das werden wir dann auch entsprechend einmal, werden wir das durchdenken, wie wir das weitermachen. Werden dann entsprechend auch erweitern, werden das auch mal monetarisch, denke ich mal, mit einbringen. Das heißt, wenn ich das hier kaufe oder wenn ich das einzeln kaufe, was man da rechnen muss, um entsprechend auf eine spielbare Armee zu kommen. Und mit dieser Armee werden wir dann anfangen, auch Gelände zu bauen.
zum Beispiel? Ja, ich wollte jetzt erstmal bei der Armee bleiben, dann ja. werden wir natürlich entsprechend dann auch Spiele machen mit. Und dazu wollen wir dann entsprechend in der zweiten Staffel das Gelände bauen. Genau. Weil man muss jetzt auch sagen, das haben wir im Vorab auch schon festgestellt, bei diesen Boxen gab es früher meistens immer irgendwie 1 oder 2 Geländeteile. Ne? Ja, genau. In der Band of Brothers Box war, glaube ich, ein Haus drin. Da gab es 2 verschiedene Häuser. Da musste man Glück haben, welches drin war. Bei der Pazifik-Geschichte, ich weiß gerade nicht, wie die Box hieß, da waren da auch zum Beispiel. Allen's Sword. Genau, da war noch zum Beispiel auch zum Beispiel diese Spider-Hole, ne? Also solche kleinen Gimmicks, solche Geländestücke. Die habt ihr hier in dieser Box gar nicht. Ne? Nein, da ist gar kein Gelände. Kein Sandsack, kein nix. Okay, ein paar Sandsäcke sind bei den englischen Truppen. Ja, für die Base an sich irgendwie. Wollte ich gerade sagen, die sind aber zur Base-Gestaltung gedacht und nicht um irgendwelche Sandsackstellungen zu bauen oder Mauern. Genau. Da muss man dann etwas kreativ werden und das machen wir dann in der zweiten Staffel. Da wollen wir mal drüber nachdenken, was man bauen kann und wie man mit ganz einfachen Mitteln den Spieltisch dann etwas schöner gestalten kann. Genau. Am Anfang werden wir das, denke ich mal, mit sehr wenig Gelände machen oder halt kein Gelände hinstellen, sondern werden irgendwelche Hindernisse oder sowas da hinstellen. Da proxen wir so ein bisschen, damit man auch Gelände erklären kann. Genau. Und dann erfolgt im Prinzip auch dann schon die ersten richtigen Spiele mit 1000 Punkte. Ne? Genau. Jetzt habe ich gerade auch ein Wort in den Mund genommen, Proxen. Proxen bedeutet, ich stelle was anderes hin, was ich darstellen möchte. Sprich, wenn ich, sage ich jetzt mal, diese Packung hier hinstelle und das soll eine Mauer sein, dann proxe ich das. Ne? Das ist ein Fachbegriff für euch, die ihr neu anfangt. Da werdet ihr öfter drüber stolpern. Wenn man was ausprobieren möchte, dann proxt man das. Genau, richtig. Genau. Man muss jetzt nicht zwangsläufig immer alles sofort kaufen, wenn man vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel hat, sondern kann halt durch irgendwelche Basteleien das erstmal andersweitig versuchen hinzustellen. Ne? Ja, dann wie gesagt erfolgen dann die ersten richtigen Schlachten mit jeweils 1000 Punkte plus, genau. Und dann wollen wir uns auch schon langsam Richtung Kampagne so ein bisschen annähern. Genau, weil es gibt ja immer noch diese Kampagnenbücher, auch die wollen wir euch näher bringen, damit ihr seht, was man mit diesen Büchern Tolles machen kann. Da stehen viele Zusatzregeln drin, gerade so was die Witterung in der Wüste zum Beispiel in diesem Fall jetzt macht oder auch spezielle Theaterlisten. Ja. Theaterlisten sind gewisse Listen, die auf den historischen Fakten ein bisschen beruhen. Und die themenbezogen sind. Ne? Genau. Zu der jeweiligen Situation, zu dem jeweiligen Schlachtfeld, was es dann da auch für Einheiten gab in dem Moment. Das ist dann halt begrenzt oder man hat vielleicht in einer Sektion mehr Einheiten zur Verfügung, als wenn man das normal spielen würde, normalen Zug spielen würde, solche Sachen halt. Ne? Genau. Man muss nämlich sagen, die Wüstenkampagne ging bis 1943, das heißt, da sind viele Panzer, die im späten Kriegsverlauf auf den Schlachtfeldern waren, gar nicht verfügbar. Die gab es noch gar nicht und dementsprechend hat man da natürlich eine Begrenzung. Richtig, genau. Ja. Man kann jetzt in der Wüste nicht einen riesengroßen, ich sag mal hier so einen Tiger 2 spielen. Den gab es einfach noch gar nicht. Das einfach nicht, ne? Genau. Das ist der Punkt. So sieht's aus. Ja, und wenn wir damit durch sind, wollen wir eine 3. Staffel machen? Dann machen wir eine 3. Staffel, genau. Ja, wo im Prinzip eigentlich das Ganze nochmal ein bisschen mehr verinnerlicht wird und wir vielleicht das Ganze nochmal eine Ebene höher bringen, indem man vielleicht auch mal ein Tank Wars-Spiel spielt oder mehrere Tank Wars-Spiele, wo man praktisch mehrere Panzer auch stellen kann oder das vielleicht auch mit einem anderen Spielsystem von Warlord Games kombiniert, zum Beispiel Broad Red Skies. Ja, also praktisch den Himmel als Schlachtfeld noch mit dazu bringt und da wollen wir euch halt auch nochmal zeigen, so wie wir es damals, wer vielleicht unseren Kanal schon ein bisschen verfolgt, auch gezeigt haben in unserer Pazifik-Kampagne, das einfach versuchen zu kombinieren, diese Spiele. Genau. Ja. Dass ihr da mal seht, was noch an Möglichkeiten da ist, wer Interesse hat, um das einfach noch mehr Tiefe zu geben, das Ganze. Ne? Genau, richtig.
ist halt so, dass im Krieg nicht alles nur auf dem Boden stattfindet. Es gibt die Luftschlachten, es gibt die Seeschlachten. Dementsprechend gut. Wüstenschiffe haben wir jetzt nicht dabei diesmal, deswegen lassen wir die Seeschlachten mal raus und versuchen da einfach so ein bisschen die Luft noch hinterher mit reinzubringen. Da kann man dann solche Sachen machen, wie man spielt erst so ein Blood Red Skies Spiel und derjenige, der gewinnt, hat zum Beispiel die Hoheit über Luft. Genau. Sprich, der kann dann entsprechend sich eine Sondereinheit oder sowas aussuchen. Richtig. Ja, oder da gibt es so kleine Gimmicks, da, wenn man zusammen freundschaftlich spielt, ist natürlich kein Turnierspiel oder so, das ist was für den freundschaftlichen Sektor. Ja. Genau. Ich weiß nicht, wollen wir auf den Turnieraspekt dann da auch mal eingehen? Das wäre ja auch noch so eine Sache, dass man Richtung Turnierlisten vielleicht mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen kann, dass man euch erklärt, wo die Unterschiede so ein bisschen liegen, dass man ja meistens dann darauf guckt, dass man möglichst viel Output macht, anstatt auf historischen Genauigkeiten zu basieren. Ja. Das sind solche Sachen, die wir uns vorstellen, und ja, da würde ich sagen, haben wir, glaube ich, noch schon eine Masse zu tun. Da haben wir eine Menge zu tun, würde ich mal sagen. Aber es macht uns auf jeden Fall Spaß und wir hoffen, dass wir euch mit dem Projekt dann abholen, dass ihr mal wirklich seht, wie das Ganze sich entwickelt, und ihr habt natürlich auch wieder da die Möglichkeiten zwischendurch immer wieder fleißig zu kommentieren. Genau. Ne? Weil es ist jetzt erstmal nur ein grober Fahrplan, die Rahmenwerte, die wir für uns jetzt gesteckt haben. Das kann sich auch hier und da immer mal wieder ändern. Ne? Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwas detaillierter wissen wollt, wenn wir irgendwas nicht genau ausgeführt haben oder wenn euch irgendwas unklar ist, schreibt es unten in die Kommentare. Genau. Wir antworten entweder auf den Kommentar oder greifen das in einem nächsten Video auf und versuchen das entsprechend euch dann näher zu bringen. Es geht uns hier wirklich darum, die Gemeinschaft größer zu machen. Also, dass es mehr Spieler gibt, dass es mehr Leute Spaß dran haben und dass wir einfach mehr werden. Richtig, genau. Ja. Weil das ist ja halt, sage ich mal, der Punkt vielleicht, wo auch viele halt leider wieder aufhören, ne? Weil es dann irgendwo in der Spielergemeinschaft halt fehlt. Ne? Ja, hört man leider zu oft. Das ist das große Problem einfach an der Geschichte. Es gibt viele sogenannte Hobby-Schmetterlinge, die von System zu System springen. Und wenn man ein System findet, so wie wir das zum Beispiel gemacht haben, wie lange spielen wir jetzt Bolt Action? 7, 8 Jahre? Ich glaube ja. Ja. Das ist schon so lange. Das macht Spaß, halt auf lange Sicht sich mit einem System zu beschäftigen. Ja. Und dementsprechend werden auch die Armeen immer größer. Richtig, genau. Ja, aber man sieht halt, ne, wie dieses eine Spielsystem, ne, immer schon noch so einen großen Raum mehr einnimmt. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, ich würde 4, 5 Spielsysteme haben. Ja, komm, der Ehrlichkeit halber, wir spielen 3 Systeme. Ja, gut, aber es ist ja in Kombination, das muss man ja auch noch sagen. Ne? Es ist ja nicht für sich alleine, sondern ihr könnt diese Systeme halt kombinieren. So ist es ja von Warlord Games auch gedacht. Die haben ja auch selber dieses Commandant Arms herausgebracht, nachdem wir das selber ja auch schon versucht haben zusammenzustecken. Und das ist ja auch so gewollt, und ich denke mal, das ist halt immer noch ein bisschen was anderes, wie wenn man jetzt sagt, okay, ich spiele jetzt 40k Bolt Action und was weiß ich, noch irgendwas. Saga, genau. Ne? Das sind ja für sich einzelne Spielsysteme, das ist hier schon ein bisschen anders. Ne? Aber ja, so sieht's ganz aus. Wichtig ist, was ich noch sagen will, ist, wir werden hier keine Bemalanleitung machen für Leute, die Sachen in die Vitrine stellen. Nee. Wir werden keine Bastelanleitungen machen für Leute, die, sage ich jetzt mal, realistische Dioramen bauen wollen. Wir werden das alles sehr einfach halten, so dass ihr mit ganz einfachen Mitteln und mit wenig Farben alles nachbauen und nachmalen könnt. Genau. Wir wollen auch nicht irgendwie eine riesen Platte bauen mit irgendwelchen Geländeoptionen, die euch den Keller vollmüllen, sondern es wird modulares Gelände sein, das wir immer auf eine Matte oder auf eine entsprechende Platte stellen können. Dass ihr lange Spaß an den Teilen habt, die ihr baut, ne? Und das ist ja ganz wichtig, und es nicht irgendwo im Keller versickert. Richtig, ja. Dementsprechend werden wir das alles nach und nach hier für den Spieltisch in einer einfachen Variante herstellen mit euch. Ja. Genau.
Ich werde auch immer dann entsprechend sagen, vielleicht auch Alternativen vorstellen, wie man zum Beispiel so eine Base von so einer Miniatur macht. Da gibt es immer mehrere Varianten. Es gibt mehrere Varianten, irgendwie eine Oberfläche zu machen. Das werde ich dann an Beispielen immer entsprechend mit euch durchgehen oder wir mit euch durchgehen. Mach ich ja nicht alleine. Ja, ich hoffe, dass ihr da dann entsprechend auch Spaß dran habt. Ja, genau. Wir wollen eigentlich nur zeigen, dass man mit wenigen Mitteln viel Spaß haben kann. Genau, ja, dass ihr da genügend Spaß bei der Sache habt und halt euch dann nicht sofort irgendwo im Detail verliert, sondern relativ schnell, trotzdem gut, ansprechend das bauen und bemalen könnt und dann schon Spiel ready seid. Ja. Genau. Weil um das Spiel kennenzulernen und um Spaß dran zu haben, braucht man keine Matte, braucht man keine Platte, braucht man nur Spaß, diese Box, und genau das wollen wir euch zeigen. Richtig, genau. Ja, dann bleibt eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Ja, genau. Ne? Nur noch mal, genau, Quatsch haben wir genug. Nur noch mal, wie gesagt, vielen Dank nochmal und Grüße gehen raus auch an den Taschengelddieb, und da könnt ihr auch gerne diese Chance nutzen, da auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr vielleicht schon sagt, okay, ich will jetzt mit den Jungs parallel starten, ich habe auch Bock, mir diese Box zu kaufen oder jetzt in das Thema Wüste einzusteigen, dann könnt ihr da auf jeden Fall gerne mal bei dem Shop vorbeischauen und euch das Sortiment da anschauen. Also da gibt es auf jeden Fall richtig viel, auch wenn ihr jetzt keinen Bock auf Wüste habt, sondern eher, was weiß ich, irgendwo europäisch in Schlachtfeldern da spielen möchtet, gibt es alle möglichen Armeen und Settings und Fahrzeuge und was weiß ich nicht. Da könnt ihr euch da, denke ich, oder werdet ihr sicherlich fündig. Ja, Christian, dann würde ich sagen, fang schon mal an zu malen. Ich hab schon. Bin schon fertig. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. So sieht's aus. Haut rein. Ciao.